Zwischen den bekannten Hotspots in Thailand wie Krabi, Phuket oder Koh Samui findet die Ostküste nur wenig Beachtung. Grund genug für uns, genau dort hinzureisen. Und eins können wir vorwegnehmen. Für deine nächste Reise nach Thailand solltest du diese Region definitiv auf dem Schirm haben. Willkommen am Sam Hoi Yacht Beach. Ja, nach 5 Wochen in Thailand sind wir das erste Mal endlich am Strand und es ist ja noch eine sehr unbekannte Region hier, würde ich sagen. Wir haben uns aber ein paar coole Sachen rausgesucht und ich bin sehr gespannt, was uns so die nächsten Tage erwartet. Um einen ersten Eindruck von der Region zu bekommen und uns unabhängig fortzubewegen, haben wir uns direkt, wie so häufig in Thailand, einen Roller gemietet und waren von Anfang an von dem Panorama aus Palmen und Bergen begeistert. Und unser Weg führt uns direkt zu dem größten Highlight in der Region. Hi, Swadika. 2 people? 400 baht. Okay. Wir sind heute nämlich hier bei der bekanntesten Sehenswürdigkeit, Praia Nakhon Cave. Genau, man kann entweder den ganzen Weg wandern, was wir jetzt machen, das dauert ungefähr 90 Minuten, man soll aber ganz tolle Ausblicke haben. Oder man kann den ersten Teil auch mit dem Boot fahren. Dann fährt man hier so einmal drumherum, das kostet glaube ich 100 Baht, also ist nicht teuer und man spart sich den Großteil der Wanderung. Aber wir sind heute mal fleißig. Let's go, vamos. Also die Ausblicke hier sind schon mega schön. Ja, ich hatte auch vorher gelesen, auf jeden Fall festes Schuhwerk anziehen. Bisher ist es eigentlich recht entspannt. Das ist das Coole, wenn man jetzt nämlich die Wanderung hier läuft, kommt man zum Hua Khao Tian Viewpoint. Was sehen wir da? 2 Strände. Ah, cool. Okay, also da sieht man auf jeden Fall einen Strand und da legen auch die Boote an. Also das gibt man dann sozusagen den Teil der Wanderung. Ja, und das ist der Lam Sala Beach, da gehen wir auch danach noch hin. Mal von hier sieht man den Strand auch noch mal voll Oh ja, gut. hier sieht es richtig cool aus. Moment. Ja, your health is still strong, Helen. Du kannst es schaffen. Einfach mal so ein Motivationsspruch hier. Aber ich muss sagen, ich glaube, die 90 Minuten, die gesagt haben, dass wir für die Wanderung brauchen, sind sehr großzügig. Also wir haben jetzt so, wenn man durchläuft, wären das 15 Minuten gewesen und wir sind jetzt an dem Strand schon. Genau, also jetzt starten wir sozusagen die Wanderung zu der Cave. Hier, die Boote legen hier an und ab hier, habe ich vorher gelesen, soll es dann eine Stunde dauern. Okay, also wir sehen jetzt hier einmal die Route, die wir laufen und 625 Meter sind es bis zur Cave. Ich bezweifle, dass wir jetzt eine Stunde dahin brauchen. Okay, der nächste Aufstieg beginnt. Also hier steht, die Höhle wurde vor über 200 Jahren entdeckt von einem Menschen, der da irgendwie Unterschlupf gesucht hat und nach ihm wurde sie auch benannt. Ah, okay, jetzt geht's hier wieder runter. Ich glaube, jetzt geht's rein in die Höhle. Hier geht's runter in die Cave, das sind immer so 200 Meter. Aber es sieht doch richtig krass aus, einfach nach hier oben. Aber ich habe ein bisschen Angst vor Höhlen, seitdem wir Thai Cave Rescue geguckt haben. Ja, das stimmt. Also wenn es jetzt nach Unwetter aussehen würde, dann würde ich auf keinen Fall in die Höhle gehen, weil dann hat man immer die Gefahr, dass die Höhle halt voll Wasser läuft. Aber wir sind in der Trockenzeit hier und die Sonne scheint von Wetter rein. sieht gut aus. Ich glaube, wir sind safe. Oha, Oh mein Gott, man sieht's, ja. Oh krass, wie die Sonne jetzt reinscheint. Hier Okay, sieht man's. ich glaube, wenn man sowas sieht, dann kann ich verstehen, dass man irgendwie gläubig wird, weil das halt Crazy. richtig krass Okay, aussieht. Hier steht auch, dass 3 Thai-Könige die Höhle hier besucht haben und hier an der Wand sozusagen was hinterlassen haben. Ich weiß aber leider nicht genau, wann das war, weil in Thailand hat man eine andere Jahreszahl. Also das ist jetzt 2433 und ich glaube, wir sind aktuell wie bei 2565 oder so. Hier, also das Bhumipol Adulyadej, das ist der König, der vor ein paar Jahren gestorben ist. Ja, also Ja. das ist noch nicht so lang her und der hier auch noch ein sehr hohes Ansehen in Thailand genießt. Ja, aber wenn ich es richtig interpretiere, ist es trotzdem 40 Jahre her. Aber vielleicht stimmt es auch Das kann nicht. sein, der ist ziemlich alt gewesen. Ich glaube, der ist mit 90 oder so gestorben. Und sein Sohn ist nicht ganz so beliebt. Der war auch noch nicht hier gewesen, laut Ja. Tafel zumindest. Hat er was verpasst. Und das ist so der Besucherandrang, mit dem ihr hier zumindest am 31.12. rechnen müsst. Ist nicht nur Hauptreisezeit, sondern auch Feiertag für die Thais, Silvester und Neujahr. Und sind auch viele Thais hier begegnet, wobei die meisten schon auf dem Rückweg waren. Wahrscheinlich meiden die Hitze hier. Aber dafür hat man dann halt diese Aussicht nicht, weil die sieht man tatsächlich nur so zwischen 10.30 Uhr, 10 Uhr bis 11.30 Uhr ungefähr. Wir haben jetzt 11.15 Uhr und man sieht, ihr seht es jetzt hier im Hintergrund, schon, dass der Pavillon oder der Tempel teilweise in den Schatten übergeht. Ja. Also es lohnt sich, glaube ich, schon zu dieser Zeit hierher zu Ja, kommen. ist schon was Besonderes. Ist dann wahrscheinlich halt ein bisschen voller, aber dafür hat man wirklich diese traumhafte Aussicht und ist schon einzigartig. So, Ja, haben das wir ist meine sowas, Lieblingshöhle, ja, glaube ich. also sowas haben wir bisher auch noch nie gesehen. Richtig cool. Nach einem schweißtreibenden Abstieg haben wir uns erstmal eine kühle Kokosnuss gegönnt, sind kurz am Lem Sala Beach entlang spaziert und haben uns dazu entschieden, für den Rückweg das Boot zu nehmen. Der Fahrtwind war eine willkommene Abwechslung zu den steigenden Temperaturen und die Aussicht auf das Meer, die Strände und die Berge wunderschön. Und in der Unterkunft angekommen, gab es direkt die nächste Abkühlung.
Wir lassen es uns hier echt gut gehen. Wie heißt die Unterkunft? Happy Mind Resort. Happy Mind Resort. Und ja, richtig schöne Anlage hier. Sehr grün mit Swimmingpool, 2 Hunden und einer Katze. Richtig süß. Das macht jede Unterkunft immer automatisch schon mal besser. Total, das stimmt. Und ja, wir haben jetzt relativ kurzfristig gebucht. Deswegen haben wir jetzt schon viel gezahlt. Ich glaube 43 € pro Nacht. Genau, es gibt hier aber, glaube ich, auch noch günstigere Zimmer. Und unser Zimmer ist dafür aber auch echt ganz schön, ne? Also relativ basic ausgestattet, dafür aber groß und auch mit einer abgetrennten Dusche. Da kann man sich nicht beschweren. Ja, wir verbringen die Abende auch aktuell meistens im Zimmer, weil wir haben ja vorhin gesagt, das ist der 31.12. Das heißt, die Skisprungfans unter euch werden wissen, dass aktuell 4-Schanzentournee ist. Und das ist im Ausland manchmal ein bisschen schwierig zu schauen. Aber eine App, die hilft uns dabei, nämlich NordVPN. Einerseits erhöht die Sicherheit im Internet durch Datenverschlüsselung und andererseits kann man dort überall einen Standort auswählen, irgendwo auf der Welt. Das heißt, wenn wir jetzt aktuell hier in Thailand sind, können wir in der App einen Standort in Deutschland auswählen und damit auf alle Streaming-Inhalte zurückzugreifen, die sonst nur in Deutschland verfügbar sind. Weil einige Streaming-Inhalte, Mediatheken, Livestreams und so weiter sind hier in Thailand gesperrt. Aber mit NordVPN kann man das umgehen. Und das heißt, morgen am 1.1. werden wir um 20 Uhr thailändischer Zeit hier auf unserem Zimmer sitzen und das Neujahrsspringen gucken. Und es gibt bei NordVPN auch ein neues Feature, das ist der Bedrohungsschutz Pro. Der sorgt nochmal für zusätzliche Sicherheit im Internet. Da gibt es unter anderem auch einen E-Mail-Schutz, der gefährliche Links identifiziert. Und was wir mega schätzen an NordVPN, man kann einen Account auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Das heißt, ihr könnt es perfekt mit Freunden oder Familie teilen. Und wenn ihr es mal ausprobieren wollt, dann haben wir jetzt auch ein Angebot für euch. Mit dem Link www.nordvpn.com/betterbeyond bekommt ihr nämlich auf alle 2 Jahrespläne bei NordVPN 4 Monate extra obendrauf. Und den Link dazu, den findet ihr auch ganz oben in der Videobeschreibung. Das hier ist der Ort, in dem wir unterkommen, Sam Rai J. Und erster Eindruck ist es richtig chillig hier. Also es gibt ja einmal diese relativ neu asphaltierte Straße, die sozusagen hier direkt am Meer liegt mit Unterkünften, mit Restaurants und so weiter. Und auch weiter im Landesinneren, da liegt beispielsweise auch unsere Unterkunft, so 2 Minuten mit dem Roller könnte man auch zu Fuß gehen. Und das Coole ist, hier auf der anderen Seite, da ist direkt der Strand. Also es ist jetzt nicht der allerschönste Strand in ganz Thailand, aber dafür ist einfach die Konkurrenz auch zu groß. Er ist trotzdem wirklich hübsch und vor allem auch für Strandspaziergänge richtig gut geeignet, weil er so lang ist. Und er heißt genauso wie der kleine Ort hier. Sam Rai J. Sam Rai J. Ich weiß nicht, ob der Strand nach dem Ort benannt wurde oder der Ort nach dem Strand, keine Ahnung. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall gibt es direkt am Strand auch ein paar Restaurants und wir haben Hunger und ich würde sagen, wir suchen uns mal eins aus. That's the spot. Also das ist mal ein Essen mit Aussicht. Ja, und mit den Füßen im Sand, das liebe ich. So, was haben wir denn hier alles? Lecker. Wir haben einmal Veggie Pad Thai, dann, das kann ich sehr empfehlen, Stir-Fry Cashew Nut mit Tofu, dazu Reis, dann noch Spring Roll und Thai Iced Milk Tea. Richtig typisches Touri-Thai-Essen. Ja, aber schmeckt auch geil. Schmeckt auch mega geil. Wobei ich sagen muss, das Pad Thai ist sehr hell. Sieht ein bisschen komisch aus. Ja, oft hat es ja auch so eine rötliche Farbe. Aber ich habe in der Google-Rezension gelesen, Pad Thai sei gut hier. Okay, dann guten Appetit. Ginkao. Ginkao. Ist lecker. Ja? Ja, ist immer lecker. Ich liebe das. Deins? Ja, schmeckt schon ein bisschen anders als jetzt bisher, würde ich sagen. Aber nicht zwangsläufig schlechter. Kostet 150, also ist jetzt nicht günstig. Okay. Ist eh nicht der günstigste Ort hier. Nee, das muss man dazu sagen. Die Preise sind nicht gerade günstig. Also die Unterkunft, dann jetzt das Essen und so. Ich meine, klar, das ist jetzt halt auch so First Row Beach. Es gibt mit Sicherheit auch günstige Restaurants. Aber es ist nicht so wie jetzt in Nordthailand, wo man irgendwie an jeder Ecke Pad Thai für 40, 60, maximal 80 Baht bekommt. Im Süden generell ist einfach ein bisschen teurer. Süden ist einfach ein bisschen teurer. Aber dafür hat man halt auch das Meer direkt hier. Kurz vor Sonnenuntergang haben wir uns wieder auf den Roller geschwungen, denn Horst hatte bei Google Maps noch einen Viewpoint markiert. Auf dem Weg dorthin ging es wieder durch palmengesäumte Straßen mit einem tollen Blick auf die Berggipfel, die vom goldenen Sonnenlicht angestrahlt wurden. Ein absolutes Paradies, aber am Viewpoint angekommen erwartete uns ein riesiger Schwarm kleiner Fliegen und ein wachsamer Hund, der uns am Weiterfahren gehindert hat. Liegen wir gerade vor dem Hund? Ja. Scheiße. Wir kehrten um, bahnten uns den Weg durch zahlreiche Kuhherden und haben uns zur Feier des Tages ein leckeres Abendessen mit Wein und Pasta gegönnt, bevor wir am Strand mit einem Chang das neue Jahr eingeläutet haben.
Also die Kulisse hier ist wirklich sehr beeindruckend, aber die Tempelanlage selbst etwas, ja, ich sag mal, ungepflegt und verlassen. Also hier ist auch absolut niemand. Alles wirkt so ein bisschen, als wäre es ja, halb Baustelle, halb verlassen. Die Türen sind alle zu, man kann nirgendwo reingehen. Aber es ist auch nur ein Stopp gewesen, hier ein Zwischenstopp, weil wir wollen auch noch auf einen dieser Berge obendrauf. Die Schuhe werden wieder geschnürt und der Aussichtspunkt hier, Khao Deng heißt der, wie der Tempel auch, der gehört hier auch zum Khao Sam Roi Yot Nationalpark. Dazu gehört auch die Cave, wo wir gestern waren, und ich habe das Ticket, oder wir haben die Tickets extra aufgehoben, weil da steht, dass die Tickets 5 Tage lang gültig sind. Also die 200 Baht sind dann sozusagen gültig für die Cave und andere Sehenswürdigkeiten, die ja noch zum Nationalpark gehören. Also mit dem Ticket, das hat geklappt, da müssen wir jetzt nichts mehr zahlen, aber wir müssen noch 20 Baht hier fürs Parken für den Roller zahlen. Okay. Okay, Kopfgrab. Okay, let's go, let's do it. Okay, guck mal, 480 Meter. Aber das sagt immer nicht so viel aus. Wenn es steil nach oben geht, ist es natürlich trotzdem anstrengend. Und es soll steil nach oben gehen. So viel habe ich schon mal in Erfahrung gebracht. Ja, ich glaube auch. Made it. Wie lange hat es gedauert? Es hat 20 Minuten gedauert. Also kurz, aber echt heiß. Aber schöne Aussicht hier auf die Seite in die Berge und auf die Seite aufs Meer. Also der schweißtreibende Aufstieg, der hat sich schon gelohnt, würde ich sagen. Weil man sieht von hier oben echt cool und weit vor allem. Und man sieht hier, die ganze Region ist eigentlich relativ flach. Aber dann kommen immer wieder diese Karstfelsen halt raus. Und das zusammen hier mit dem Meer ergibt schon so ein ganz cooles Panorama. Und ihr seht hier auch, vor dem Meer sind so ja, wie sagt man? Wasserbecken. Ja. Und ich glaube, dass das zum Shrimp-Farmen ist. Thailand ist relativ krass im Shrimp-Farming-Game drin. Und wir haben so ein paar LKWs gesehen, wo so Shrimps drauf waren und so. Ich glaube, die werden hier gezüchtet und dann verkauft und gegessen. Aber ja, also ich würde sagen, der schweißtreibende Aufstieg auf den Khao Deng Viewpoint hat sich gelohnt. Und hier geht auch ein bisschen Wind. Das ist gerade sehr angenehm. Es ist echt gerade ein bisschen angenehmer. Und ja, ich würde sagen, an dieser Stelle war es das auch hier aus der Region Sam Roi Yot. Ihr habt mal einen Eindruck bekommen, was man hier sehen und machen kann. Uns würde uns freuen, wenn ihr dem Video noch einen Daumen nach oben geben würdet. Und falls euch mehr Videos interessieren hier aus Thailand oder alles rund ums Thema Weltreise, dann abonniert diesen Kanal. Und für uns geht es jetzt noch weiter Richtung Süden. Morgen 10 Stunden Bus nach Phuket steht an. Und dann kommen Koh Yao Noi und Koh Yao Yai. Wir sind gespannt. Sehr drauf gespannt und sehen uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dann und guten Start ins neue Jahr. Ciao, ciao. So viel zu Unbekannter. Also ich habe meinen Helm gerade noch zugemacht. Was hast du das denn jetzt nicht gefilmt? Oh. Sag mal was. Also, du hörst mich nicht. Die sieht nicht so aus, als würde sie so viel laufen. Vielleicht bleibt sie da drin noch stecken. Ist jetzt nicht der schönste Strand in Thailand, aber definitiv schön. Und der heißt auch Sam Rot. Sam Roi Yot. Scheiße. Ich kann mir das nicht merken. Ist doch egal. Pizza Fungi.